Sardinien, die zweitgrößte Insel des Mittelmeers. Britta Hofmeister und Andreas Werner wollen den Nordosten und Nordwesten entdecken, mit ihrem 13 Meter langen Fifth-Wheeler-Gespann. Das ist der erste Platz, den wir haben könnten, mit Meerblick. Und ich finde, das ist traumhaft. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Wohnauflieger hier runterkommen. Das Paar aus Dorsten will Strände, Städte, Handwerk und Campingplätze der Insel kennenlernen und viel sehen. Sardinien soll alles haben, also Wasser wie in der Karibik, Berge, alles gebündelt. In fast keiner Region der Welt werden mehr Menschen 100 Jahre alt als in Sardinien. Andreas und ich wollen herausfinden, was das Geheimnis dieser 100-Jährigen ist. Der Camper bietet innen viel Wohnkomfort, aber die Größe wird manchmal zum Problem. Nach rechts einschlagen, genau, rechts. Ja, genau, anatomisch gesehen, rechts. In so einer Situation kannst du 10 Jahre deines Lebens verlieren. Im Norden Sardiniens wechselt das Paar einen Tag lang auf ein Schiff. Mittelmeer in allen Blautönen mit Überraschungen. Guck mal, da steht das Wildschwein unterm Baum. Ich glaub's ja gar nicht, echt. Eine Erlebnistour mit Camper von Porto Cervo in den Nordwesten Sardiniens. Also meine Träume, die werden gerade übertroffen. Nach 11 Stunden Ankunft in Olbia. Andreas und Britta sind am Abend zuvor mit der Fähre in Livorno gestartet. 750 € kosten Hin- und Rückfahrt mit Kabine. 1200 Autos müssen aus der Fähre raus. Wir haben es geschafft. Die Nacht in der kleinen Schiffskabine, der Lärm und die vielen Menschen waren stressig für die beiden Dorstener. Hund Toni wird belohnt, auch er hat brav durchgehalten. Andreas schon ist pitschnass, auch jetzt ist schon wieder trocken. Also da sind einige Situationen gewesen, da werden die Autos ineinander Also da gibt es gefahren. einen Führer, einen Guide, der hat alles im Blick, der ist ein bisschen größer, der guckt und sagt doch mal ein Motorradfahrer, du schaffst das schon, ne? So weiter. Und den nächsten schreit er dann an, stopp oder wei, und dann macht er da, stopp, stopp, stopp. Und auf einmal sind sie alle weg und alles klappt. Jetzt kann der Urlaub beginnen. Die Zahnärztin und der Psychiater sind mit ihrem Fifth-Wheeler unterwegs. Ein 13 Meter langes Gespann aus PKW und Wohnanhänger. Das kann noch zur Herausforderung werden. Gerade steuern sie den ersten Campingplatz an, in Canigione. Sie wollten nah an Porto Cervo sein. Da, müssen wir da hin? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es sieht nach Siesta aus. Check-out? Ne, Check-out. Check-in. Da müssen wir da hin. Das ist immer ganz klug, wenn man dann in so einer Situation einfach sich nicht bewegt und wartet. Weil das kann jetzt noch so ein bisschen gehen. Rauf und runter, zurück. Wo sollen wir jetzt hingehen? Sind falsch? Ich glaube, da müssen wir doch uns einchecken. In Check-out, Oh. Check-ein. Ja, da ist aber bestimmt auch Check-in. Hallöchen. Hallo, hi. Dann möchte ich bitte einmal die Ausweise. Oh, dann müssen wir doch mal zum Auto gehen. Geht ja schon gut los. Der Platz ist groß mit 400 Stellplätzen und liegt direkt am Meer, an der berühmten Costa Smeralda. Es gibt einen Spezialservice. Die beiden dürfen mit dem Kart die freien Parzellen checken und eine aussuchen. Eine liegt direkt am Meer. Mit Meerblick und ich finde, es ist traumhaft. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Wohnauflieger hier runterkommen. Das wird schwierig werden. Die Zufahrt ist eng. Andreas will es trotzdem wagen. Britta dirigiert ihren Mann über Handy. Das spart lautes Geschrei über den Platz. Ist vorbei. Ja, jetzt kannst du auch noch links einschlagen. Da ist ganz viel Platz. Nach rechts einschlagen, genau, rechts. Ja, genau, anatomisch gesehen, rechts. Obwohl, nee, am besten noch mal gerade, weil da ist jetzt die Hecke. Mal, Britta, einmal hier möchte ich schon vorbeifahren. Dann musst du mir das sagen. Andersrum einschlagen, andersrum das Lenkrad, genau. Ja, aber sonst kommst du nicht so vorbei, wie du mir das gerade gesagt hast. Da müsstest du anders einschlagen. Das ist unsere Ferienwohnung, das macht auch Spaß. Und du kannst dich gut zurückziehen. Du kannst halt nicht jede Strecke fahren. Das ist manchmal ein Nachteil. Der Wohnauflieger ist eben hoch, breit und lang. Er braucht viel Platz. Die beiden entscheiden sich für einen anderen Stellplatz. Weniger Aussicht, aber auch weniger Stress. Die Grenzen sind halt eben bei dem Wohnauflieger so, dass man mal ein paar physikalische Sachen nicht einfach überwinden kann. Dann steht dann irgendwie ein Baum
du kannst ja nicht schräg irgendwie andocken. Und entweder bleibst du dann gerade so stehen oder du gurkst rum. So wie jetzt Ich stehen. zitter am ganzen Körper. Ich bin im Moment fix und fertig. Es wird Zeit für entspannten Urlaub. Britta und Andreas wollen den Nordosten und Nordwesten Sardiniens entdecken. Sie werden 4 Campingplätze anfahren. Von Olbia geht es nach Portocervo. Von da aus weiter zu den Inseln von La Maddalena. Im Norden wollen sie Santa Teresa und das Landesinnere in Tempio Pausania entdecken. Ihre Route führt sie bis zur Küstenstadt Castelsardo, bis in den Westen zur schönen Stadt Alghero und von dort zu den berühmten Messerschmieden von Patada. Sardinien soll alles haben, also Wasser wie in der Karibik, Berge und dann halt eben auch Strandkultur, also alles gebündelt, so ähnlich so wie Neuseeland vielleicht. Ja, und es gibt einfach so auch konkrete Sachen, die ich hier machen möchte. So mit dem Boot mal aufs Wasser fahren und einfach mal wieder auf Entdeckungsreise gehen. Denn in den letzten Monaten hatten beide viel Arbeit in ihren Arztpraxen. Andreas ist gesundheitlich etwas angeschlagen. Britta wird dieses Jahr 60 und will gerne 100 werden. Das schaffen außergewöhnlich viele Menschen auf Sardinien. Jeder hat das Ziel, alt zu werden, natürlich auch gesund zu bleiben und auch vielleicht auch so ein bisschen Angst vorm Sterben oder vorm Tod. Und wenn man dann durch gewisse Tipps, ne, von den 100-Jährigen vielleicht doch irgendwie älter zu werden, auch gesund älter zu werden, warum soll man dann diese Tipps nicht annehmen? Die besonders Alten leben in gewachsenen Dörfern. In Portocervo treffen sich dagegen die besonders Reichen. Britta und Andreas haben hohe Erwartungen. Wow. Hast du auf mich gewartet? Ja. Guck mal, so bin ich genauso groß wie du. Ja. Jetzt nicht mehr. Smaragdküste fällt mir dazu ein. Und kristallklares Wasser, wunderschöne Luxusjachten, edle Mode, schöne Menschen. Da kann ich ja nicht wie ein Schlabbel rumlaufen. Auf Die Smaragdküste, die Costa Smeralda, beginnt nördlich von Olbia und ist 20 Kilometer lang. Mit vielen kleinen Buchten und Stränden. Über ihr Handy hat Britta einen Strand entdeckt, der nicht ausgeschildert ist. So kennt Andreas seine Frau. Ich meine da vorne durch. Hi. Hallo. No, thank you. No, Gott. Schön, oder? Das ist hier wunderschön, ein schöner Platz. Klasse. Kann ich endlich mit den Füßen ins Wasser packen. Also, das ist manchmal schon ziemlich verrückt, aber auch ich liebe das. Das ist cool. Können wir da noch weitergehen? Da kann man durch den Wald. Aber genau das meine ich. Dann können wir noch mal ein bisschen durch den Wald laufen. Vielleicht müssen wir doch klettern. Es ist ein kleiner Traumstrand, an dem vor allem Italiener gerade das Wochenende genießen. Ich bin da ein bisschen so, wenn da kein Weg ist, dann sage ich, das hat schon seinen Grund. Und Mutter sagt, wieso eigentlich nicht? Und das unterscheidet uns. Manchmal ergänzt sich das richtig gut. Hier zum Beispiel, ne? Irre, dieses grüne Wasser. Hellblau, blau. Wahnsinn, Wahnsinn. Britta und Andreas haben viel über Portocervo gehört. Es soll modern sein, ein Einkaufs-Eldorado mit vielen super teuren Geschäften. Ich sagte jetzt nicht, dass dir das gefällt. Nein, gefällt mir überhaupt nicht. Hier stehen nirgendwo Preise, Andreas. Woran mag das nur liegen? Weißt du, was Wohlstand ausmacht in dem Moment? Wenn du nicht mehr nach dem Preis fragst. Ja. Das ist alles künstlich gemacht. Ich bewundere ja auch nicht einen Outlet-Store. Die sind auch zum Teil so mediterran toll gemacht. Ich weiß, das ist alles nur künstlich. Aber es ist ja nicht gewachsene Bausubstanz. Es ist ja keine Geschichte hinter. Ja, es hat keine Seele. Keine Ne? Seele. Ne?
Die beiden sind eher enttäuscht von dem Ort, der in den 60er Jahren als ein Paradies für den internationalen Luxustourismus gebaut wurde. Hier im Yachthafen liegen im Hochsommer die Luxusschiffe des Jetsets aus der ganzen Welt. Einmal gucken ist schön, aber jetzt möchte ich auch gerne wieder weiter. Für den nächsten Tag planen die beiden einen einfachen Bootsausflug zu den Stränden im Norden Sardiniens. Frühstück auf der Camperterrasse bei 30 Grad am Morgen. Boah, die Sonne, ne? Schon richtig heiß, ja. Mehr für ihre Gesundheit tun, das haben sich beide vorgenommen. In einem Buch haben sie Tipps gefunden, warum es so viele Hundertjährige auf Sardinien gibt. Das Obst, gesundes ist eine Weisheit, die wir seit unserer Kindheit kennen. Es enthält Ballaststoffe, viele Vitamine, Mineralstoffe. Also älter als 100 möchte ich nicht werden. 101. Ja, aber das ist wieder so ein typischer Spruch, ne? Älter möchte ich nicht werden. So, ne? Das sagen ja total viele immer. Älter möchte ich nicht werden, Ja, weil man Angst vor Gebrechlichkeit Genau. hat. Genau. Ich möchte mit 99 Motorrad fahren, das ist ein Ziel und du kannst gerne hinten drauf sitzen. Mit dem Infusionsständer in der Hand. Ja, genau. Ja, genau, so hinten. Das geht. Aber jetzt geht's erstmal los. Einpacken für die Schiffstour. Vor allem Hontoni muss dafür versorgt werden. Ihr Ziel ist das Archipel La Maddalena. Britta hat eine besondere Bootstour im Internet gebucht. Dann habe ich ein Pärchen gefunden. Sie ist Deutsche, er ist Sarde und sie lebt schon seit Jahren hier und haben so ein ganz altes Boot und, ja, und machen halt Ausflüge den ganzen Tag. Im Hafen von Cannigione warten Luise und Nunzio auf die beiden Camper. Buongiorno, signori. Hallöchen, ciao. Das schönste Boot habt ihr euch rausgesucht. Hallo. Ich bin der Andreas, hallo. Io sono Nunzio, Ich freue mich auch ganz Buongiorno. toll. 6 Stunden werden die beiden heute durch den Archipelago della Maddalena schippern und dabei einige der 300 kleinen und winzigen Inseln erkunden. Wunderschöne Inselarchipel von La Maddalena ist ja bekannt unter dem berühmten Beinamen Karibik Europas. Einfach aus dem Hintergrund, dass wir hier diese tollen unterschiedlichen karibischen Wasserfarben heute zu sehen bekommen. Wir wollen mit euch entlang der Küste hier auf unsere kleine Knutschkugel nach Sparti fahren. Knutschkugel, warum? Klein, rund und zum Knutschen. Ja. Luise kommt aus Leipzig. Früher hat sie als Coach gearbeitet. Ihr Mann Nunzio ist gebürtiger Sarde, hat sein Kapitänspatent gemacht und fährt seit 20 Jahren zur See. Genau da haben sich die beiden kennengelernt. Ich habe hier auf der Insel vor 12 Jahren eine Woche einen Job zu erledigen gehabt. Und als kleines Dankeschön eines Hotelbesitzers hat man mir einen Bootsausflug mit der Antares geschenkt, die damals noch in Privatbesitz war. Nunzio Kapitän auf diesem Boot. Und was soll ich sagen, es war lieber auf den ersten Blick. Dan Luisa ist wunderbar. So, impossibile. Impossibile. Wir haben 3 Inseln. Eine ist Santo Stefano, eine ist La Maddalena. La Maddalena ist mit 12.000 Leuten gewohnt da. Und dann Caprera. Gerade fast angefangen zu weinen. Ne? Das ist so also immer noch. Die Tränen stehen mir so weit oben, weil ich so dankbar bin, ehrlich. Das ist, boah, puh, das ist echt, das ist für mich pures Glück. Und dann der absolute Höhepunkt. Traumstrände, die nur mit dem Boot zu erreichen sind. Herzlich willkommen auf Sparti, ihr beiden, unserer kleinen Knutschkugel. Ihr seht es schon. Smaragdgrünes, türkisblaues Wasser und absolute Puderzuckerstrände hier direkt vor der Haustür. Unfassbar. Ich habe noch nie so schönes, klares Wasser gesehen. Und was? Ich bin mit dem Wohnaufleger
bis in die Karibik gefahren. Ja, genau. Wir sind In 1,5 Tagen. Das muss mir mal einer nachmachen. Mein Gott, ey, Wahnsinn. Toni darf nur mit Schwimmweste an Bord. Der Strand ist kein Geheimtipp. Touristenboote und private Yachten legen hier im Stundentakt an. Die Insel ist nicht bewohnt, zumindest nicht von Menschen. Am Strand wartet eine Überraschung, die nicht ungefährlich ist. Steht jetzt Wildschwein unterm Baum. Ich glaub's ja gar nicht, echt. Ey. Er wartet für Essen. Ach so. Genau. Pass mal auf, und du hast die Sandwich oder Essen in deiner Tasche. Dann er kommt, nimmt und geht weg in die Wald. Ach, ja, echt? Ciao, ciao, Signorina. Ach, das ist schon irre, ne? Ja. Steht auf einmal ein Wildschwein. Hab ich auch noch nicht gesehen. Eine ganze Wildschweinfamilie lebt auf der Insel. Vorsicht ist auf jeden Fall ratsam. Andreas bleibt mit Toni lieber mal im Wasser. Die Isola di Spargi nennt Luise Knutschkugel, weil sie auch als Hochzeitsinsel beliebt ist. Heiraten werden Britta und Andreas in diesem Urlaub wohl nicht mehr. Aber einen Antrag hat er ihr schon gemacht. Also ich habe mir das wirklich schon wunderschön vorgestellt, weil ich mir auch ganz viele Bilder angesehen habe. Aber jetzt so live in diesem feinen Sand zu stehen, mit diesem kristallklaren Wasser und diese Farbenpracht und auch die Kontraste zu den Inseln, es ist unfassbar schön. Kapitän Nunzio steuert das nächste Ziel an. Caprera, die zweitgrößte Insel des Archipels. Andreas genießt die Auszeit. In seinem Beruf als Psychiater und Neurologe hatte er in den letzten Jahren oft lange Arbeitstage. Andreas hat schon einige Herzoperationen hinter sich. Du merkst gar nicht, wie du dich dabei veränderst und wie du auch älter wirst und auch unkonzentrierter, gestresst. Ich habe einfach für mich jetzt so erkannt, dass ich jetzt auch ein bisschen genießen möchte und lange leben möchte auch. Weiter arbeiten, ja klar, das ist mein Teil meines Lebens und das ist mir ganz wichtig. Aber ich möchte auch leben. Und noch viele Reisen unternehmen, wie diese. La Caprera hat eine besonders zerklüftete Küste und ist seit 1980 ein Naturreservat. Britta und Andreas haben sich mit ihrem luxuriösen Innenraum im Wohnauflieger ihren Traum vom Camping erfüllt. Das schätzt Britta. Es gibt viele ganz individuelle Fahrzeuge auf dem Campingplatz. Jeder kann sein Wohnmobil und seinen Wohnwagen so gestalten, wie er möchte. Man kann so rumlaufen, wie man möchte. Ich muss mich jetzt nicht stylen. Ich kann einfach jetzt hier so ein Schlabberhemd anziehen und eine Schlabberhose. Ich könnte sogar auch im Schlafanzug hier rüberlaufen. Ich glaube, keiner wird mich komisch angucken. Die beiden bummeln gern am Abend an den Parzellen vorbei. Camper-Sightseeing eben. Viele Urlauber haben sich mit ihrem Fahrzeug selbst Wünsche erfüllt. Und guck mal, was er auch für ein schönes Sonnensegel hat, ne? Das geht so ums Eck. Das ist ja cool. Fahrt ihr damit auch richtig ins Gelände, oder? Ja, war schon immer mein Traumauto. Eigentlich schon, ja. Und dann habe ich es mir irgendwann einfach gekauft, als es nicht mehr gebaut wurde, quasi im letzten Jahr. Und dann immer weiter ausgebaut. Und jetzt ist es so, ja. Tina und Daniel aus dem Oberallgäu sind mit ihrem einjährigen Sohn erst am Morgen angekommen. Ihre Reiseroute steht noch nicht fest. Wir werden uns morgen drum kümmern. Das hört sich sehr nach Albanien an. Das hört sich sehr gut an. Die junge Mutter schläft mit Sohn im Auto, der Vater oben im Dachzelt. Das Zelt und so, das gibt's für jedes Auto. Wenn du damit nach Afrika willst und möchtest einfach nur Offroad fahren, ist so etwas richtig, vor allem weil du oben schlafen kannst wegen den Tieren und so, ne? Das ist schon richtig für die Pampas gemacht. Ja, wir wollten mal auf Safari gehen in Afrika, aber das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nichts mit kleinem Kind, aber irgendwann vielleicht mal, ja.
Gleich daneben steht dieser große Luxus-Campingbus. Auf den engen Straßen Sardiniens hatte der Fahrer wohl Pech. Der Außenspiegel ist weg. Das ist schon ein stattliches Wohnmobil, ne? Das ist sicherlich 9 Meter. Das ist schon teuer. 200, 250. Aber der ist günstig zu kriegen, weil irgendjemand hat ihm seinen Rückspiegel abgefahren. Ja, Begegnungsverkehr 10 Kilometer hier vom Ziel. Begegnungsverkehr? So. Ja. So nah? Ach echt? Kerstin und Jörg Wappler sind seit 40 Jahren Camper. Zum Start in den Ruhestand haben sie sich ihren Urlaubsbus für satte 185.000 € geleistet. Wir sind einmal rundherum gefahren. Wir haben hier angefangen und sind hier wieder. Toll. Echt eine Rundreise ist schon super, da müssen wir doch Zeit haben. Irgendwann. 5 Wochen sind wir dann summa summarum unterwegs und die Rundreise auf Sardinien war knapp 1000 Kilometer. Das Ehepaar hatte eine Firma für Werkzeugtechnik. Jetzt haben die beiden Söhne übernommen. Die Reise mit dem Luxusmobil ist der Ausstieg aus dem Berufsleben. Und dann seid ihr frei. Dann sind wir frei. Und mein Mann hat das erste Mal Urlaub ohne Probleme gehabt. Ach, wie schön. Ohne Laptop auf dem Schoß. Wir werden da sowas von locker lassen. Davon träumen Britta und Andreas. Fertig machen zur Abfahrt. Mit ihrem Fifth-Wheeler geht es heute in den Nordwesten der Insel. Am besten irgendwo dann hinten so in eine Ecke rein. Ganz bis hinten hin. Du musst einfach weiter rein, ganz rein mit dem Popo. Andreas, jetzt gib mir den nächsten Stuhl. Ja, ich mach ja schon hier einen Gut verstaut ist gut gefahren. Eine Camperweisheit von Britta und Andreas. Seit 12 Jahren sind die beiden ein Paar. Haben getrennte Arztpraxen, aber beim Campen machen sie alles im Duo. Wie die alten sardischen Paare. Das ist schon ein Geheimnis der 100-Jährigen. Also das haben wir schon erfahren, ne? Dass da die Frau nicht hinter dem Mann steht, sondern dass die neben dem Mann steht. Genau, das stimmt. Das geht nur im Duo. Ich kann die Stühle reinräumen, aber es ist viel einfacher, wenn wir das zusammen machen. Als Beispiel. Und das lernt man beim Campen und von daher gesehen ist das eigentlich eine schöne Sache fürs Altwerden. Also ich finde, wir sind echt auf einem guten Weg. Ankoppeln zum Abfahren. Das ist immer etwas stressig. Auto und Auflieger müssen millimetergenau zusammengeführt werden. In so einer Situation kannst du 10 Jahre deines Lebens verlieren. Und das ist ja blöde. Bin ich jetzt richtig in der Schussrichtung? Wie komme ich? Weiter? Kann ich noch vorfahren? Nee, doch nicht. Nach links Also vorne noch. fahren. Super, stopp, Ja, ja. stopp und jetzt zurück gerade. Weiter, weiter, weiter. Ja, weiter, fahr weiter zurück, fahr weiter zurück. Weiter. Aber ich glaube, du bist schon drin. Britta mag naturbelassene Plätze, auch ohne Komfort wie Sanitäranlagen oder Restaurants. 30 Kilometer weiter in Santa Teresa Gallura liegt ein Agritourismus-Campingplatz. Aber die Straße dorthin wird immer schmaler. Es ist gefährlich. Ihr Auto ist zu groß. Gefährlich. Dangerous? Oh, yes. Okay, thank you. Ja, super. Scheiße. Der Campingplatz liegt auf einer Anhöhe. Der Weg dorthin ist kurvig und steil. Das wird eng für das 13 Meter lange Gefährt. Du weißt, wo ich hin muss, ne? Nee, mach mal Lenkrad nach links. Da muss ich Runter. hin. Britta, Lenkrad nach links. Britta, Ja, genau. Du willst mit rechts. Britta. Du willst nach da, ja? Ich komme hier nicht rum, wenn ich da hinten davor stoße. Nimm dir mal einmal 2 Minuten und hör in dich. So, was dir dein Bauch sagt. Und dein Herz. Ja, du hast recht. Ja, wir haben Fahren zurück. Ja. Der hat ein komisch, ich verlasse mich auf ihr Bauchgefühl. Wir finden was Schöneres. Britta hat im Internet schnell eine Alternative gesucht. Nur 20 Minuten entfernt liegt in Vignola Mare ein großzügiger Platz, direkt am Meer. Aber teuer.
Vorsaison 102 €. Alles Ach so. dabei. Also ich finde, für einen Campingplatz pro Nacht 102 € zu zahlen, finde ich schon, ist ein hoher Preis. Also das hat sich, das habe ich schon mal gesagt, irgendwie, ich finde, das ist teurer geworden im Ja, klar, Vergleich. natürlich. Ja, das ist teurer geworden. Also in der Not, klar, nimmst du sowas. Und wenn der jetzt eine perfekte Lage hat. Die hat er. Ein Stellplatz in Premiumlage ist frei. Und so groß, dass es keinen Stress beim Einparken gibt. Das ist natürlich schon cool, ne? Das ist schon cool. Ich finde es schön, direkt am Wasser zu stehen. Doch, ich finde das schon ganz schön hier. Man kann auch mit dem Sub rausfahren. Ist doch schön. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. 45 Autominuten entfernt liegt eine kleine Stadt, die zur Vereinigung der schönsten Orte Italiens gehört. Es dämmert schon, als Britta und Andreas in Castelsardo zum Abendessen ankommen. Ich habe Hunger auf eine richtig tolle Pizza und ich weiß auch schon, was ich drauf haben will. Ja, prima. Du ahnst es. Ich ahne es. Britta hat eine Übersetzungs-App runtergeladen. È possibile avere una pizza funghi con rucola e pecorino? Oh. Moment, ich werde noch was bestellen auf Italienisch. Per mio marito una pizza con tonno, prosciutto e cipolla. Sie? Yes. Das macht Spaß, ey, das ist cool. Ich hab's geschafft. Brittas Bestellung hat funktioniert. Sehr, sehr lecker, sehr lecker. Britta und Andreas haben heute ein besonderes Ziel. Sie wollen ins Landesinnere der Insel, wo viele Korkeichen die Landschaft prägen. 700 Kilo Kork kann ein Baum im Laufe seines Lebens liefern. Dafür werden die Bäume geschält, nicht gefällt. Der Kork wächst nach. Die beiden sind nach Tempio Pausania gefahren. Sie wollen eine Designerin besuchen, die aus Kork Kleidung macht. Wie das aussehen soll, kann Britta sich nicht so richtig vorstellen. 36, 34. Aber hier sind schon ganz viele Korksachen. Von außen schon allein sehr schick. Guck mal, das sind die Rinden. Ach, da bin ich jetzt gespannt. Darf ich da mit rein? Buongiorno. Der Laden gehört der Designerin Anna Grindi. Ihre Schwester Antonella zeigt den beiden Deutschen, wie dünn der Kork gepresst wird. Veganes Leder nennt sie das. Das ist auch schön, ne? Das fühlt sich wie Velour-Leder. Also so hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Das ist ja richtig Kleidung, die kannst du richtig tragen. Komm mal raus, komm, zeig mal. Wow. Wow. Kennt ihr das von früher so? Wie eine Prinzessin sehe ich aus. Willst du das haben? Nein. Bitte, das geht's. Wann soll ich das anziehen? Beim Putzen, beim Arbeiten? Im Camper? Genau. Nein, heute in der Praxis ist Korktag. Es gibt keine Gelegenheiten. Wir behandeln den Kork. Ein Andenken aus Kork möchte Britta haben. Die Tasche soll 65 € kosten. Möchtest du die haben? Ja. Schenke ich dir. Bekomm meine Tasche, das ist schön. Grazie. Der Wohnauflieger hat eine Besonderheit, einen Slide-Out. Der wird elektrisch reingefahren, dann kann es losgehen. Britta und Andreas sind auf dem Weg in den Nordwesten Sardiniens. 5 Tage sind sie schon unterwegs. Jetzt wartet ein Highlight ihrer Tour. Geht weiter nach Alghero und Alghero soll eine der schönsten Städte auf Sardinien sein. Eine wunderschöne Altstadt haben, toll gelegen am Meer und darauf freuen wir uns sehr.
An der Hügelstadt Castelzardo vorbei geht es nach Alghero, 122 Kilometer durch das grüne Landesinnere. Nach 1,5 Stunden Fahrt erreichen Britta und Andreas das Meer. Die Stellplätze sollen direkt am Strand sein. Klingt erstmal gut. Da soll jetzt hier an der linken Seite hier Mobilheim Nummer 8 stehen. Und rechts so flach wie der jetzt da dran steht, sollen wir uns dann da auch irgendwie hinstellen. Also das sieht hier irgendwie nur aus wie so ein Randstreifen, aber nicht irgendwie wie ein Platz. Es ist aber der Platz. Dicht hintereinander stehen die Wohnmobile vor einem Zaun. Immerhin mit Blick aufs Meer. Ne, aber das ist schade, ne? Da ist Alghero, da der Leuchtturm, da das auch noch so ein Stück Land, die Berge. Und dann irgendwie dieses Gitter davor, kann ich nicht verstehen. Ne? So ein bisschen irgendwie wie im Gefängnis. Aber hier wartet trotzdem ein Highlight. Andreas weiß, wie sehr seine Frau Bootstouren und das Wasser liebt. Hier von Alghero aus starten Ausflüge zu einem besonderen Ort. Zur Neptunsgrotte. Ciao. Ciao. What's your name? Tonino. Tonino. It's my husband, Andreas. Yes. Andreas. Hallo. And, Ciao. and I'm the Andreas. dog's name is Toni. Toni. Toni und Tonino. Das passt doch. It's okay. You come on board. 1 Stunde dauert die Fahrt. Als Psychiater und Neurologe hat Andreas sich schon mal die Frage gestellt, warum sich Menschen eigentlich von Grotten angezogen fühlen. Er hat eine Erklärung gefunden. Wenn man in irgendeine Grotte reingeht, dann hat das etwas Mystisches. Vieles ist ja nicht erklärbar über die Naturwissenschaft und vieles bleibt unklar. Und da ist die Mystik ein Versuch, eine innere Sicherheit und einen Frieden zu halten. Also wenn wir unsicher sind und Angst haben und durch einen dunklen Wald gehen, dann fühlen wir uns nicht wohl. Wenn wir aber wissen, da sind Geister, die uns beschützen, ja, dann gehen wir da rein. Britta ist da eher skeptisch. Das kann ich eigentlich von mir nicht behaupten, dass ich mich nach irgendetwas Mystischem ausrichte oder daran glaube. Die Grotta di Nettuno verbirgt sich in einem gewaltigen Felsen. 200 Meter hoch sind die Klippen der Halbinsel. Schon die Anfahrt mit dem Boot ist abenteuerlich. Bei hohem Wellengang unmöglich. Trittsicher müssen Britta und Andreas jetzt auch noch sein. Wow, das ist schon spannend hier, so die engen Gänge. Die Grotte ist eine der meistbesuchten Attraktionen im Norden Sardiniens. Es ist voll. Reiseführer schleusen Besuchergruppen durch das Höhleninnere. Britta fand Grotten nie mystisch. Diese Meinung hat sie spontan geändert. Das hat doch irgendwas Mystisches. So, wenn du manche Steinskulpturen siehst, die natürlich noch irgendwie was darstellen, ist egal, ob es jetzt irgendein Gewand ist oder eine Statue oder ein Gesicht. 30 € kostet die Tour pro Person. Ich bin total beeindruckt. Richtig Das hätte schön. ich jetzt nicht gedacht, dass das so plastisch ist, so wahnsinnig. Zu was die Natur fähig ist. In Alghero ist auch am späten Abend durch die vielen Restaurants, Bars und Geschäfte viel los. Urlaubsfeeling beim Bummeln durch die Altstadt. Auch wenn Britta immer ein bisschen vorprescht. Wenn sie mal was erkunden will, geht sie immer ein bisschen vor, aber sie kommt dann immer zurück. Entweder spürt sie das oder ich rufe sie an. Ich bin halt total neugierig. Ich muss immer wissen, was irgendwie da hinter der Ecke ist. Und wenn ich das nicht weiß, dann werde ich nervös. Also wenn man einen schönen Vogel hat, dann muss man ihn auch fliegen lassen. Das ist ja Britta wird bald 60. Andreas ist 64. Die beiden sind seit 12 Jahren ein Paar. Britta war einmal, Andreas zweimal verheiratet. Eine Patchwork-Beziehung mit 4 Kindern.
finde das nicht schlimm, wenn eine Beziehung scheitert oder eine Ehe scheitert. Dann hat man die Chance, was Neues, Schönes zu erleben, denke ich. Und ansonsten verharrt man in einer Situation, in der man permanent unglücklich ist. Das ist für beide eine Chance, sehe ich, ne, wieder was Großartiges auf einen zukommen zu lassen. Ich habe schon gelitten, aber so, ich weiß schon, dass aus jeder Situation auch immer etwas mitgenommen wird. Man versucht in einer neuen Beziehung was anders zu machen. Merkt dann aber auch, ich zumindest, dass aber manchmal halt eben gar nicht so viel anders sein kann. Und darauf hofft, dass die Partnerin, die man dann findet, diese Hypothek also auch mitträgt. Ja, das stimmt. Der Abend endet stimmungsvoll in einer bunten Gruppe aus Einheimischen und Touristen. Schön gelegen ist der Campingplatz bei Alghero, aber gepflegt und aufgeräumt ist er gerade nicht. Immerhin blicken die beiden beim Frühstück vor ihrem Camper aufs Meer, wenn auch durch einen Zaun. Britta hat neue Erkenntnisse, warum die Sarden 100 Jahre alt werden. Dann haben wir jetzt sogar herausgefunden, dass die 100-Jährigen sehr, sehr viel Pecorino essen. Ich kenne keine Studie, wo jetzt wirklich dieser Käse altersverlängernd wirkt. Ich würde mir wünschen, wenn der ein milder Gouda das auch könnte. Also dann würde ich 180 Jahre alt werden. Aber damit bin ich mit 83 zufrieden. Bis 100 will ich den nicht essen. Als Zahnärztin hat Britta ein besonderes Faible für traditionelles Handwerkszeug. Die Berggemeinde Patada ist die Heimat des sardischen Hirtenmessers. Vom Campingplatz sind sie 100 Kilometer hierher gefahren. Einer der wenigen Schmiede ist Piero Fogarizzo. Ich besitze auch ein paar schöne Messer. Meine Kinder teilen diese Leidenschaft und deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal in so eine Messerschmiede gehen, in der Hoffnung, dass ich für die beiden auch ein schönes Messer finde. Und vielleicht auch für mich. Kommt auf den Preis an. Buongiorno. Buongiorno, Britta. This is the knife that is just sold, but we can show. This is a 12 centimeters of blade. Krass, ist das schön. Carbon steel and ram horn handle. My God, is it wonderful? Right? What's the price of this? The price is 330. 330 € für das Klappmesser. Leider ist es schon verkauft. Maestro Fogarizzo arbeitet nur auf Bestellung. Trotz der vielen Touristen versteht er kein Englisch. Sein Sohn hilft. Für die Herstellung eines Messers braucht sein Vater bis zu einer Woche. Der Griff wird meist aus Schafshorn gemacht. Wir schneiden und waschen das Horn. Dann wird es gebrannt. So wird es biegsam. Flexible. Okay. Also es riecht wirklich wie verbrannte Haare oder verbrannte Fingernägel. Schon unangenehm, ne, der Geruch. Piero zeigt den beiden, wie traditionell eine Klinge entsteht. Andreas ist total fasziniert. Aber ich auch. Britta wollte eigentlich 3 Messer kaufen, aber bei dem Preis wird es jetzt erstmal nur 1. Und auch das geht nicht so einfach. If it is possible, what I ordered is that it reach me in 3 weeks. Adesso come fare? Ma mi chiedo se in 3 settimane 2, 12 mufloni li potresti fare. Oh, se Lieferzeit in 3 Wochen? Nein, sieht nicht gut aus. Piero schaut zwar noch mal in seinem Bestellblock, aber nicht zu machen. Frühestens in 6 Monaten. Ich habe ein Messer bestellt und wir sind jetzt vom Preis her schon ziemlich teuer. Aber wenn ich dann sehe, dass das handgemacht ist, und wir haben jetzt ja wirklich jetzt auch die einzelnen Schritte gesehen, welchen Aufwand das auch ist mir das allemal wert. Britta und Andreas machen auf ihrer Reise vom Nordosten in den Nordwesten Sardiniens ganz schön Strecke. Die Küste ist fast 2000 Kilometer lang, mal steil und zerklüftet, mal mit flachen Buchten und Sandstränden. Die Insel hat viele malerische Dörfer.
Vorbei an der bunten Stadt Bosa steuern sie das nächste Ziel an. Den winzigen Ort Flussio. Ach, wow. Buongiorno. Buongiorno. Gerade mal 420 Menschen leben hier. Maria Antonietta Sicchi ist bekannt für ihre Korbflechterei. Eine jahrhundertealte Tradition sardischer Frauen. Britta kauft gerne Andenken auf ihren Reisen, aber diese sind unverkäuflich. Questo appartiene a un corredo da sposa. Veniva dato in dote. Dies gehört zu einer Hochzeitsaussteuer, die in der Nacht geschenkt wurde. Okay. Brittas Übersetzungs-App kommt oft zum Einsatz. Antonietta kennt sich damit aus. Die beiden bekommen so mehr Infos als erwartet. Per poterlo lavorare, lo metto a bagno per 3 ore. Um damit arbeiten zu können, weiche ich es 3 Stunden lang ein. Ah, im Wasser. Aqua. Seit über 40 Jahren arbeitet Antonietta in ihrer kleinen Garage und zeigt Besuchern gerne, wie es geht. Meine Frau ist immer so etwas wüst. Mia moglie è sempre un po' arrabbiata. Con te? Guarda. Mit dir. Sì, sì, sì. Antonietta versteht anscheinend nicht nur was von Körben. Aber weiß sie auch etwas über das Geheimnis der 100-Jährigen von Sardinien? Wir suchen auf Sardinien, wie man 100 Jahre alt wird. Cerchiamo come vivere fino a 100 anni in Sardegna. Allegria, allegria. Fröhlichkeit, Fröhlichkeit. Ja. Ja, das stimmt. Fröhlichkeit. Ist so einfach. Felice pazzo. Jetzt haben wir es. Einen Korb für 65 €, an dem Antonietta einen ganzen Tag lang geflochten hat, und ein Rezept für ein langes Leben nehmen Britta und Andreas von ihrem Abstecher nach Flussio mit. Ich freue mich jetzt richtig darüber, dass wir sowas jetzt hier haben als Erinnerungsstück, und dann kommen unsere Brötchen rein. Sie hat eigentlich kleine Weisheiten gesagt, die wir alle schon auch selber wissen. Wir beachten sie nur nicht. Glücklich sein, frohes Leben, gelassen sein. Genau, und Fröhlichkeit. Fröhlichkeit. Der letzte Abend auf dem Campingplatz nahe der Stadt Alghero. Richtig schöne Reise, oder? Das hat doch jetzt richtig gut getan, die Auszeit. Ja, ja, genau. Genau so. Britta und Andreas waren im Osten, Norden und Westen Sardiniens mit ihrem Fifth-Wheeler unterwegs. Also es gab einige Leute, die haben gesagt, das ist zu groß, der Wohnerflieger, da wirst du nicht durchkommen. Doch, man kommt da durch, aber man muss vorher schon gucken, auf welchen Straßen man fährt. Ein paar Schwierigkeiten gab es nämlich schon, aber die sind fast vergessen. Die Küsten, die Strände, das Wasser. Nur ein Ort hat den beiden nicht gefallen. Als wir diese Bootsfahrt da gemacht haben, das war wirklich unfassbar schön. Ne? Porto Cervo habe ich mir schon gedacht, dass ich mich damit nicht anfreunden kann, dass das nicht so meine Welt ist. Alghero habe ich auch erwartet, dass es wunderschön ist. Einen Wunsch nehmen die beiden von ihrer Reise auf der Insel der 100-Jährigen noch mit. Ja, wir sind im Übergang zwischen Sommer und Herbst des Lebens. Und da wünscht man sich noch viele schöne, lange, warme Tage miteinander. Viel Gemeinsames. Und für die, die wir lieben, da sein zu können. Santé. Oder nee, Salute. Ne? Oder Salute. 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 Salute.